Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsdessert-Video von mir. Heute will ich euch zeigen, wie man die eigene, roh, vegane, gesunde Schokolade aus Kakaonips selber herstellen kann. Das geht super einfach und schnell, sofern man einen guten Hochleistungsmixer hat. Und es lohnt sich allemal, denn roh, vegane, gesunde, zuckerfreie Schokolade ist ein Superfood, die man nicht kaufen kann, sondern selber herstellen muss. Und dazu benötigt man rohe, Bio-Kakaonips. Kakaonips werden aus Rohkakao gewonnen. Die Kakaobohnen werden zuerst geschält und dann in kleine Stücke gebrochen. Anschließend lässt man sie trocknen. Durch Fermentierung und Trocknung behalten sie alle Vorteile von Rohkost. Sie entwickeln dadurch ein leckeres, herbes Aroma. Kakaonips sind eine der ursprünglichsten Formen des Kakaos. Kaum ein Lebensmittel enthält so viel Magnesium wie roher Kakao. Auf 100 Gramm dieses Superfoods kommen ganze 415 Milligramm Magnesium. Subhanallah. Wir geben jetzt diese Kakaonips in einen Hochleistungsmixer. Wie immer kann ich meinen Vitamix sehr empfehlen und daran werden die jetzt so lange mit dem Stampfer gemahlen, bis sie flüssig werden. Während des Mixvorgangs geben wir dann genauso viel Xylit hinzu. Man könnte auch etwas weniger Xylit nehmen und dafür mit Stevia ergänzen. Dadurch kann man Xylit sparen. Beides sind in jedem Fall gesunde Zuckeraustauschstoffe, die den Blutzuckerspiegel kaum beeinflussen. Jetzt sehen wir schon, wie diese Mischung flüssig wird. Und sobald die Kakao-Xylit-Mischung relativ flüssig ist, geben wir dann ordentlich viel bio-natives Kokosöl hinzu. Ich habe hier 3 gehäufte Esslöffel zu dieser Menge hinzugegeben. Man könnte auch 4 gehäufte Esslöffel dazugeben und dann wird wieder weiter gemahlen und schon sehen wir, wie flüssig das Ganze jetzt geworden ist. Subhanallah. Jetzt fehlt uns nur noch eine Zutat und zwar Bio-Erdnussbutter oder Bio-Erdnussmus, was aus nichts anderem besteht außer gemahlenen Erdnüssen, also aus gemahlenen Bio-Erdnüssen. Man könnte stattdessen aber auch Mandelmus verwenden, wenn man das gerne möchte. Das ist allerdings um einiges teurer. Beides, sowohl die Erdnüsse als auch die Mandeln, sind ebenfalls Superfoods. Durch die Zugabe von Erdnussbutter, Kokosöl und Xylit verlieren die roh veganen Kakaonips ihren bitteren Geschmack, sodass wir dadurch eine köstliche Schokolade erhalten, die herkömmlicher Schokolade vom Geschmack her in nichts nachsteht. Die flüssige Schokolade kann man jetzt, wie wir das jetzt hier sehen, in solche Silikonformen gießen. Die hier sind jetzt eigentlich für Eiswürfel gedacht, aber man kann sie genauso gut jetzt für diese Schokoladenpralinen benutzen. Wer möchte, gibt da noch ein paar Nüsse herein, wie ich das gemacht habe. Ich würde nächstes Mal sogar noch ein paar mehr Nüsse da reingeben, denn ich liebe Nüsse, besonders in Schokolade. Ja, und damit ist unsere gesunde, roh vegane Schokolade schon fertig vorbereitet. Jetzt wird sie nur noch eingefroren und über Nacht im Eisschrank belassen und am nächsten Morgen ist die Schokolade auch schon fertig und kann jetzt aus den Formen herausgenommen werden. Bio-Kakaonips und damit diese roh vegane Schokolade besitzen aufgrund ihrer Verarbeitung noch wesentlich mehr Qualität und Nährwertgehalt als fertige Schokolade aus dem Geschäft. Denn gekaufte Schokolade und ähnliche Produkte werden bei der Produktion meist stark erhitzt, wodurch der Kakao viele seiner positiven Eigenschaften verliert. Es lohnt sich also allemal, auf die ursprünglichere Form des Kakaos zurückzugreifen. Roher Kakao gilt längst als natürliches Antidepressivum. Es enthält viele die Stimmung verbessernde Wirkstoffe. Die Bildung von Wohlfühlstoffen im Gehirn, etwa Dopamin und Serotonin, wird nachweislich angeregt. Auch die kognitive Leistung profitiert von der Einnahme von Rohkakao. Rohkakao übertrifft Milch als Calciumquelle um einiges. Und zwar enthalten 100 Gramm des Superfoods ganze 160 Milligramm Calcium. Damit unterstützt er den Körper beim Aufbau von Zähnen und Knochen und für Sportler könnte die verbesserte Kontraktion der Muskulatur besonders interessant sein. Bio-Kakaonips als Superfood sind nicht nur lecker, sondern enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe. So werden Zellen beispielsweise durch wichtige Antioxidantien geschützt. Zudem enthält Kakao viel Eisen und wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Schon früher, zu Zeiten der Inkas, wurde der Kakaobaum und dessen Bohnen als wertvoll erachtet. Die Samen wachsen direkt am Stamm des Kakaobaums. Früher wurde Kakao in Südamerika sogar als Zahlungsmittel eingesetzt und galt für viele Stämme als wertvoller, da nützlicher als Gold. Das ist heute nachvollziehbar, weil Studien herausgefunden haben, dass Kakaonips die Gesundheit der Haut verbessern und unterstützen und so schützen sie die Haut vor gefürchteten Erkrankungen wie Psoriasis, Akne und Hautkrebs.
Ferner wirken Kakaonips antimikrobiell, sie regulieren den Blutdruck und den Blutzucker, sie reinigen die Innenwand der Blutgefäße und sie beugen Falten vor, unter anderem. Und sie enthalten sehr viele Antioxidantien, die freie Radikale ausschalten. Und wie gesund rohe Bio-Erdnüsse sind, ist einigen schon bekannt. Unter anderem sind sie zum Beispiel ausgezeichnete Cholesterinsenker. Sie verbessern die Triglyceridwerte und verbessern die Gefäßfunktion, indem sie den Blutdruck regulieren, ebenso die Blutgerinnung und die Fließfähigkeit des Blutes erhalten. Zusammen mit dem gesunden Xylit, welches die Zahngesundheit massiv verbessert und antidiabetisch wirkt und einen niedrigen glykämischen Index hat, ergibt diese gesunde, selbstgemachte, roh vegane Schokolade ein äußerst gesundes Dessert ab und dient als hervorragende Alternative zu ungesunder Schokolade aus dem Laden. Es lohnt sich also allemal, dieses gesunde Rezept nachzumachen. Ich wünsche viel Erfolg und gute Gesundheit. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.